Durch einige Medienberichte ausgehend von der Wirtschaftswoche gab es ja in den letzten Tagen und Wochen einige Konfusionen zum Status AMLA, EU-Anti-Geldwäschereigesetzgebung, Vermögensregister etc. Wir wollen das nun zum Anlass nehmen und uns nochmal genau damit beschäftigen, was eigentlich aktuell der Status ist. Wo stehen wir mit diesen Gesetzesvorhaben bei der EU? Was wurde eigentlich vor kurzem beschlossen und was kommt als nächstes? Kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wir werden Ende September 2024 in London unser Seminar veranstalten, Ruhestand im Ausland. Dort geht es genau um diese Themen. Was in der EU passiert, das ist beängstigend. Die totale Kontrolle und am Ende, vermute ich, steht hier, dass es um dein Vermögen geht, auf welches der Staat zugreifen will, um seine Existenz, um seine Projekte, sei es jetzt im Punkto Sozialstaat, Aufrüstung, Kriegsführung, was auch immer, weiter zu finanzieren. Das bereitet gerade jenen, die in den Ruhestand gehen oder im Ruhestand sind, natürlich große Sorgen, denn sie haben ein Leben lang daran gearbeitet, verantwortungsbewusst dieses Vermögen aufzubauen. Wir werden uns in London damit beschäftigen, wie du dich vor diesem Zugriff des Staates auf dein Vermögen schützen kannst. Dort wirst du unter anderem lernen, wie du aus Deutschland wegziehen kannst und sofort ohne 5 Jahre Wartezeit, ohne 10 Jahre Wartezeit dich von der deutschen Erbschaftssteuer befreien kannst. Das sind die Themen, um die es da geht. 2 spannende Tage. Ich werde da sein, der Daniel wird da sein und einige interessante andere Referenten. Wie immer kann dein Partner, Ehepartner, Geschäftspartner, Lebenspartner, was auch immer, kostenlos mitkommen. Ich würde mich freuen, dich in London zu treffen. Kommen wir aber nun zurück zur AMLA und zu dem, was die EU dort plant. Nun, eigentlich der letzte große Event war, dass im Juli 2024, Anfang Juli, die AMLA tatsächlich in Frankfurt gegründet wurde. Zunächst noch ohne Funktion, zunächst noch ohne Personal, aber eben sie wurde gegründet und jetzt geht es eben in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren darum, sie hier mit Macht auszustatten und letztlich Aufgaben, die andere Behörden momentan hier innehaben, auf die AMLA zu übertragen. Gleichzeitig wurde auch bekannt gegeben, dass das zentrale EU-Bankkontoregister bis spätestens Juli 2029 eingeführt wird mit Daten der letzten 5 Jahre, also mit Daten ab Juli 2024, wenn dieses im Juli 2029 eben eingeführt würde. Und so wird es nun natürlich immer weitergehen. Es werden immer weitere Module, Bestandteile dieser AMLA hier weiter im Detail dann erklärt, erläutert und entsprechend beschrieben, wann diese nun tatsächlich hier ausgerollt werden sollen. Zum Thema Vermögensregister direkt gibt es ehrlich gesagt in der aktuellen AMLA-Gesetzgebung, also im Anti-Geldwäscherei-Paket der EU, welches diese im April verabschiedet hat, ich komme gleich nochmal dazu, keine eindeutigen Aussagen. Wir können sehen, und ich habe mir dieses Gesetzeswerk jetzt im Detail angeschaut, dass die Vorbereitungen für ein solches zentrales Vermögensregister tatsächlich geschaffen werden, aber das eigentliche Vermögensregister wird darin nicht angekündigt. Das ist eine wichtige Information. Die Behörden werden in Zukunft auf erschreckend viele Informationen zugreifen können, zentral für die gesamte EU. Das alles ist in der Gesetzgebung schon enthalten. Ich werde es dir gleich einmal zeigen. Aber von einem zentralen Vermögensregister ist bisher nicht die Rede in der offiziellen Gesetzgebung. Ich sehe es aber so, dass hier letztlich die Grundlagen, das Fundament dafür geschaffen werden. Als nächstes möchte ich jetzt nochmal die offizielle Pressemitteilung hier der EU kurz zeigen. Diese wurde am 18. Januar 2024 veröffentlicht und im Februar noch einmal aktualisiert. Wir hatten ja damals schon darüber berichtet und dann auch unseren Vermögensschutz-Event in London danach dann organisiert. Damals einigten sich EU-Parlament und Ministerrat auf die strengeren Vorschriften zur Anti-Geldwäschereibekämpfung. Interessant ist hier, dass nicht nur Banken und Finanzdienstleister jetzt sogenannte Verpflichtete sind, die Meldungen machen müssen an die Behörden, sondern eben jetzt auch Beteiligte, zum Beispiel im Kryptosektor, zum Beispiel Krypto-Exchanges,
Hier geht es zunächst mal darum, dass jetzt sogenannte Sorgfaltspflichten umzusetzen sind. Das heißt, es geht letztlich um die Identifizierung der Kunden und es geht auch darum, möglicherweise eben Meldungen zu machen, wenn hier ein Geldwäscherisiko besteht. Im Kryptobereich ist das schon ab über 1.000 Euro der Fall, also bei Transaktionen über 1.000 Euro. Es werden nun auch für andere Wirtschaftsakteure Sorgfalts- und Meldepflichten eingeführt. Händler von Luxusgütern wie Edelmetalle, Edelsteine, Juweliere, Uhrmacher und Goldschmiede, Händler von Luxusautos, Flugzeuge und Yachten sowie Kunsthändler. All jene werden also nun letztlich hier zu Dienststellen der EU, müssen hier strenge Vorschriften erfüllen, müssen Meldungen machen, wenn etwas hier verdächtig ist. Barzahlungen werden eingeschränkt werden. Es gibt eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro in der EU. Tatsächlich müssen aber schon Identitätsprüfungen und eben auch möglicherweise Meldepflichten ab Transaktionen von 3.000 Euro Höhe hier tatsächlich vorgenommen werden. Ein wichtiger Bestandteil dieses Anti-Geldwäscherei-Paketes ist eben auch die Identifikation von wirtschaftlich Berechtigten. Man will verhindern, dass sich diese hier hinter Strukturen verstecken können. Hier geht es nicht um das Vermögensregister, sondern hier geht es im Grunde um das Register der wirtschaftlich Berechtigten. Das Gleiche gilt auch für Immobilien. Die zentrale Meldestelle, ein wichtiger Begriff, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, in den einzelnen Ländern werden weiterhin gestärkt und dann soll natürlich hier ganz groß dann die Aufsichtsbehörde AMLA neu eingeführt werden, die letztlich dann hier die Kontrolle der ganzen Anti-Geldwäscherei-Bemühungen in der EU übernimmt. So, das also die Maßnahmen. Konkret gibt es hier 4 Texte, die hier letztlich seitens der EU hier verfasst wurden und die dann eigentlich auch Ende April 2024 so beschlossen wurden. Nämlich erstens eine Verordnung zur Errichtung der neuen EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, AMLA. Sie wird befugt sein, Sanktionen und Geldstrafen zu verhängen. Sie kann auch Kontosperrungen machen, sie kann Überweisungen stoppen, sie kann Hausdurchsuchungen anordnen und so weiter und so fort. Eine Verordnung zur Neufassung der Verordnung über Geldtransfers, die darauf abzielt, Kryptowerte zu übertragen. Hier wird der ganze Kryptosektor neu geregelt. Dann geht es um eine Verordnung über die Verpflichtung des privaten Sektors zur Bekämpfung der Geldwäsche. Hierbei geht es eben darum, Goldhändler, Diamantenhändler, Autohändler und so weiter hier mit einzubeziehen und zu Verpflichteten zu machen, letztlich zu Handlangern des Staates. Und dann noch die Richtlinie über die Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Hier wird im Grunde die jüngste Anti-Geldwäscherei-Direktive der EU nochmal neu aufgebohrt und nochmal neu verfasst. Links zu diesen 4 Texten packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. So, wir wollen noch mal kurz hier durch die 4 Gesetzestexte durchgehen, die hier angesprochen werden in der Pressemitteilung der EU. Hier geht es also in diesem ersten Text um die Errichtung der AMLA. Ganz wichtig ist hier bei diesem Text, dass hier steht von Bedeutung für den EWR. Das steht auch hier nochmal drin, Text von Bedeutung für den EWR. Warum ist das wichtig? Nun, Liechtenstein ist Mitglied des EWR, ja, nicht der EU wohlgemerkt, aber des EWR, genauso auch Norwegen. Die Schweiz ist nicht Mitglied des EWR, auch UK ist nicht Mitglied des EWR, Liechtenstein ist es aber. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass alles, was hier steht, Errichtung der AMLA, Mitarbeit bei der AMLA und so weiter, auch für Banken und Finanzdienstleister, Goldhändler, Zollfreilager und so weiter in Liechtenstein gilt. Ja? Das heißt also, wenn du dich davon lösen willst, dann wirst du ganz sicher hier dein Vermögen außerhalb von Liechtenstein haben müssen. Ich will ansonsten jetzt auf diese konkrete Verordnung zur Errichtung der AMLA nicht weiter eingehen. Schau das dir ruhig mal an, das ist ein sehr langer Text. Dieser nächste Text hier, da geht es um den Kryptomarkt. Da wollen wir jetzt auch momentan nicht weiter reinschauen. Ich bin jetzt hier schon beim dritten Text. Da geht es jetzt darum, Händler von Luxusgütern hier zu Akteuren im Kontext dieser Anti-Geldwäscherei-Bemühungen der EU zu machen. Also ganz konkret um Händler von Luxusautos, von Flugzeugen, von Schiffen, aber eben auch Edelmetallhändler und dann auch Edelsteinhändler. Also, welche
Händler sind hier konkret betroffen. Das ist der Anhang 4, Liste der hochwertigen Güter nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 54. Schmuck, Gold, Silberschmiedwaren im Wert von mehr als 10.000 Euro oder dem Gegenwert der Landeswährung, Uhren im Wert von mehr als 10.000 Euro oder dem Gegenwert der Landeswährung, Kraftfahrzeuge ab 250, Flugzeuge ab 7,5, Wasserfahrzeuge ab 7,5 Millionen. Welche Edelmetalle sind davon betroffen? Also Händler solcher Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium, Ruthenium. Hier also auch Industriemetalle. Und dann Händler folgender Edelsteine, Diamanten, Rubine, Saphire und Smaragde. Sie alle müssen nun also Kunden identifizieren und möglicherweise Meldungen dann machen an das Zentralregister für die Bekämpfung der Geldwäsche. In diesem Text wird übrigens auch darüber nachgedacht, zum Beispiel Händler von Luxuskleidung hier mit einzubeziehen. Kommen wir zum vierten und zum letzten Text. Hier geht es also konkret um die Mechanismen der Bekämpfung der Geldwäsche. Das ist also die Anti-Geldwäscherei-Direktive 6, die hier nochmal neu aufgebohrt wird. Für mich ist dies letztlich der erschreckendste Teil, denn hier siehst du konkret, welche Daten in Zukunft die sogenannten zentralen Meldestellen, also das sind Landesbehörden, die sich um die Bekämpfung der Geldwäsche momentan bemühen, hier zur Verfügung stellen müssen und demnach auch sammeln müssen. Für mich ganz klar die Vorstufe eines Vermögensregisters. Also, du kannst sehen, was das hier für eine gigantische Liste ist. Man fühlt sich hier tatsächlich wie in China. Lesen wir mal hier einige Punkte vor. Informationen über Hypotheken und Darlehen. Informationen, die in den nationalen Datenbanken für Währung und Währungsaustausch enthalten sind. Informationen zu Sicherheiten, Finanzdaten, einschließlich der Daten der Steuer- und Finanzbehörden. Informationen über Vergabeverfahren für Güter oder Dienstleistungen und Konzessionen. So, hier geht es um das Bankkontenregister. Informationen zur Vernetzung von Bankkontenregister sowie aus den nationalen Immobilienregistern oder elektronischen Datenabrufsystemen sowie Grundbüchern und Katastern. In nationale Staatsbürgerschafts- und Melderegister natürlicher Personen befindliche Informationen. In nationalen Registern für Reisepässe und Visa befindliche Informationen. In Datenbanken für grenzüberschreitende Reisen befindliche Informationen. In Handelsdatenbanken einschließlich Handels- und Unternehmensregister befindliche Informationen. In nationalen Registern für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge und Wasserfahrzeuge befindliche Informationen. In nationalen Sozialversicherungsregistern befindliche Informationen. Zolldaten, in nationalen Waffenregistern befindliche Informationen, in nationalen Registern wirtschaftlicher Eigentümer befindliche Informationen, in Registern gemeinnütziger Organisationen befindliche Informationen, bei nationalen Finanzaufsehern und Regulierungsbehörden vorhandene Informationen. Und es geht weiter. Datenbanken zur Speicherung von Daten über den CO2-Emissionshandel, Informationen über Jahresabschlüsse von Unternehmen, nationale Migration- und Einwanderungsregister, bei Handelsgerichten vorhandene Informationen, Informationen aus Insolvenzdatenbanken, Informationen über Gelder und andere Vermögenswerte, die aufgrund gezielter finanzieller Sanktionen eingefroren oder immobilisiert werden. So, und jetzt kommen wir hier in den Strafverfolgungsbereich. Alle Arten von Informationen über Daten, die im Rahmen der Verhinderung, Aufdeckung oder Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten bereits bei den zuständigen Behörden vorhanden sind. Oder alle Arten von Informationen oder Daten, die bei Behörden oder privaten Stellen im Rahmen der Verhinderung, Aufdeckung oder Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten vorhanden sind und den zuständigen Behörden ohne Zwangsmaßnahmen nach nationalem Recht zur Verfügung stehen. Hat hier zum Beispiel irgendjemand mal eine Anzeige gegen dich erstattet und ein Verfahren wurde dann eingestellt, weil es zum Beispiel keine Beweise gab oder sich als falsch herausgestellt hat, das wird dann hier, vermute ich, unter anderem ebenfalls mit den ganzen anderen Informationen hier zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, die dort genannten Informationen sollen hier in der ganzen EU geteilt werden und zur Verfügung stehen. Und zwar allen möglichen Ermittlungsbehörden, Polizei, möglicherweise auch Finanzämtern. Und dann redet man ja sogar auch von Journalisten, von NGOs und so weiter und so fort. Ja. Das versteht hier die EU unter Transparenz, der totale gläserne Bürger.
Und das ist der aktuelle Status. Das hier sind keine Entwürfe. Das ist alles beschlossen seitens der EU. Das wird jetzt, während du dir dieses Video anhörst, gerade hier im Hintergrund durch die Behörden in den einzelnen EU-Staaten, in der EU hier implementiert. Und du wirst irgendwann aufwachen eines Morgens und du wirst dich in dieser Welt wiederfinden, die eigentlich wie eine Matrix ist. Der einzige Weg, wie du dich effektiv davor schützen kannst, ist letztlich, wenn du kein Vermögen in der EU hast, natürlich auch nicht selbst in der EU wohnst. Und wenn du zum Beispiel Geschäfte in der EU hier über Drittstaaten, Gesellschaften, ausländische Betriebsstätten außerhalb der EU hier tatsächlich abwickelst. Alles andere wird in Zukunft voll aufgezeichnet werden und wie ich es schon anfangs gesagt habe, wir sehen hier natürlich ganz klar die Grundlagen für ein Vermögensregister. Die Details dafür werden bereits gesammelt. Sie werden momentan von den sogenannten zentralen Meldestellen in den EU-Staaten hier verwaltet und aufbereitet und dann natürlich auch zentral in der EU geteilt. Und im Grunde genommen kommt das ja einem zentralen Vermögensregister auch schon sehr gleich, denn man muss ja auch sagen, dass hier zum Beispiel bei dem zentralen Bankkontenregister auch Schließfächer zum Beispiel mit abgedeckt sind. Wie gesagt, ein Kunstwerk, das du kaufst oder das Gold, das du besitzt, ist zwar jetzt noch nicht meldepflichtig, aber wir haben ja gesehen, entsprechende Händler werden bereits jetzt hier verpflichtet, Daten aufzuzeichnen. Man kann sich ja einfach vorstellen, zu was das Ganze dann am Ende führen wird. Also du wirst noch einige Jahre Zeit haben. Das wird hier nicht von heute auf morgen natürlich so implementiert werden können. Aber 2029, 2030 spätestens wird es der Fall sein, wenn nicht vielleicht schon früher. Das heißt, du musst dir sehr genau überlegen, wie du dich jetzt verhältst, was du genau unternimmst. Auswandern, Vermögen neu strukturieren, Vermögen geografisch diversifizieren, weitere Staatsbürgerschaft annehmen. Das sind ja alles so die Tools, von denen wir hier laufend sprechen und die ich dir dringend empfehlen würde, auch genau zu bedenken für dich persönlich. Es gibt hier keine Lösung für jeden. Ich meine, ich gehe nicht so weit, dass ich sage, dass wenn du ein gut laufendes Business zum Beispiel in der EU hast, dass du das jetzt einfach hier aus Prinzip radikal sofort schließen musst. Du musst dir überlegen, ist es mir das wert wirtschaftlich? Das wird einen Preis haben in der Zukunft. Preis wird sein, transparent, Vertraulichkeit, staatliche Kontrolle wird extrem zunehmen. Ist es mir das wert? Und wenn es wirtschaftlich einen entsprechenden Ertrag erbringt, kann man sagen, okay, ich berücksichtige die Kosten für diese Kontrolle und wie ich mich möglicherweise davor schützen kann. Ich berücksichtige diese in meiner Kalkulation, in meiner betriebswirtschaftlichen. Und wenn dieses Business tatsächlich so gut läuft, warum nicht? Dann gehe ich eben hier dieses Risiko ein und akzeptiere, dass ich eben entsprechende Nachteile habe. Aber natürlich sollte sich jeder, der jetzt hier freier agieren kann, ganz klar überlegen, welches Vermögen er in Zukunft noch in der EU haben wird. Möglicherweise ist es besser, in kleinere Länder außerhalb der EU umzuziehen, kleinere Länder, die nicht Teil von großen Staatenblocks sind. Diese Länder haben wenig Macht, diese Länder haben kein Interesse, ihre Bürger zu kontrollieren, wie es hier die EU jetzt gerade einführt. Man kann schon sagen, das neue China, eben man muss sich kleinen Ländern zuwenden. Wenn das Themen sind, die auch für dich relevant sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir können dich hier detailliert unterstützen bei den Maßnahmen, die ich vorhin angesprochen habe, wie du dich hier vor dieser Entwicklung in der EU schützen kannst, wie du dich und dein Vermögen vor diesen Mächten in Sicherheit bringen kannst. Das machen wir schon seit fast 20 Jahren. Wir haben etlichen Mandanten geholfen, ins Ausland umzuziehen, dort neues Vermögen aufzubauen, sich steuerlich zu optimieren. Wenn das auch für dich relevant ist, dann würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.